Wir sind heute auf der Holzhandwerk. Ich habe den Michael mal wieder von Bosch dabei. Und wir schauen uns heute zwei absolute Neuheiten an. Der erste 18 Volt Akku-Bandschleifer von Bosch und ganz, ganz neu, auch endlich ein Akkukompressor. Micha, wir haben heute hier zwei absolute Neuheiten. Das gab es noch nie von Bosch. Wir haben einen Bandschleifer in 18 Volt und einen Kompressor in 18 Volt. Ich freue mich eigentlich über beide Geräte, muss ich sagen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Fangen wir mal mit dem Bandschleifer an. Ja, gerne. Was haben wir eigentlich? Ja, wir haben unser Programm jetzt abgeschlossen hier. Das heißt, wir haben jetzt, was Schleifen betrifft, den Bandschleifer jetzt zusätzlich dazugenommen. Das heißt, wir haben neben dem Exzenterschleifer, den Schwingschleifer und so weiter eben auch mit 18 Volt Akku jetzt den Bandschleifer auf den Markt gebracht. Aber du hast recht, das fehlte noch. Das fehlte noch, ja, das haben wir bis jetzt nicht gehabt. Im Vergleich zu den Exzenterschleifern, Schwingschleifer ist das noch eine Nische insgesamt, weil der eher für ich sag mal, Arbeiten eingesetzt wird, die eben im Sanierungs-Renovierungsbereich einzusetzen sind. Ja. Und dementsprechend haben wir jetzt diese Lücke geschlossen. Ja, ja. Nee, sehe ich auch so. Ist eher für gröbere Arbeiten, ohne Frage. Ja? Aber jetzt in 18 Volt, das heißt, ich kann sehr einfach überall das ganz schnell mal machen, ohne ein Kabel hinter mir herzuziehen. Genau. Und ja, wir haben natürlich das Thema Absaugung, je nachdem, ob ihr es benutzt oder nicht. Aber haben wir da. Ja? Können wir mit anschließen. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich mache meistens auch nur einen Staubsaug ran und dann arbeite ich, weil ich dann eher draußen bin. Und dann ist mir das nicht so wichtig. Aber gut, wir können auch einen Sauger anschließen, können wir auch gleich mal gucken. Ja? Hier haben wir einen Staubsack mit dran. Ja, und können hier einfach den auch abnehmen. So, wunderbar. Ja, halt mal fest, weil der soll ja halten, deswegen ist es eben entsprechend schwieriger, den abzunehmen, damit der Staubsack eben nicht durch den Luftdruck eben auch abgesaugt wird. Das stimmt, da ist auch ordentlich Druck drauf, ja. Ja, genau. Ja. So, und das ist also eine Eigenabsaugung sozusagen. Aber natürlich kann ich auch hier einen Staubsaugeranschluss dran machen, einen Staubsauger anschließen, sodass ich dann eben noch wesentlich mehr Stäube auch hier wegbekomme. Genau. Wir sehen hier, wir können ganz normal 18 Volt anschließen. Ja? Was ist der beste Akku, was der kleinste Akku, besser gesagt, den ich hier einsetzen kann? Also bei uns ist das kein Thema. Der rückwärtskompatibel ist das Jahr 2008. Das heißt, da passen sämtliche Akkus rein. Empfehlen würde ich jetzt 4 Ampere-Stunden. Das reicht für die Arbeiten aus. Von der Leistung her, wenn ich länger arbeiten will, dauerhafter arbeiten will, dann eben 8 Ampere. Ja. Okay. Das heißt also so ein 4 Ampere bzw. 4 Ampere pro Core, ja, wäre schon das Richtige. Richtig, genau. Okay. Aber es ist keine Leistungsfrage in dem Sinne, sondern eher eine Durchhaltefrage. Durchhalte, ja, richtig. Ja. Okay. Wenn ich es einschalten möchte, dann habe ich hier oben die Möglichkeit, Akku muss natürlich drin sein. Akku sollte drin sein, genau. Jetzt also unten den Schalter und wenn du oben drauf drückst, siehst du den Ladezustand vom Akku. Ah, okay. So, und wenn du jetzt dann auf Plus oder Minus drückst, da siehst du die Bandgeschwindigkeit. Das heißt, du hast 5 verschiedene Geschwindigkeitsstufen, die du einstellen kannst, je nachdem, was du machen möchtest. Das heißt für euch, wir haben nur eine einzige Anzeige, aber 2 Funktionen. Wir können die Geschwindigkeit einstellen, hier Plus und Minus. Oder ich sehe halt, wie voll der Akku ist. Finde ich ganz, ganz wichtig für mich, weil du arbeitest und weißt sonst eigentlich nicht, wie voll ist er dann. Sondern im Zweifel musst du dann hier mal gucken, unten, hier und da. Also hast du immer einen Blick drauf. Finde ich eine coole Sache. Genau. Das hast du ja jetzt gesehen. Das geht dann aus, wenn ich es nicht benutze. Und wenn ich das erste Mal drauf drücke, ist grün hinterlegt, eben, dass ich Akku-Ladezustandsanzeige habe. Und sobald ich dann weiter drauf drücke, habe ich eine andere Farbe. Das ist so ein helles Blau, dass ich unterscheiden kann, hey, das ist die Bandgeschwindigkeit und das Grüne ist eben der Ladezustand vom Akku. Aber jetzt lass uns mal auf die andere Seite schauen. Was für ein Band haben wir hier eigentlich? Ja, wir haben hier eine klassische 75 mm Bandbreite und die Bandlänge ist eben 533. Das ist eigentlich ein Standard, die viele andere Hersteller auch haben. Ja. Also ich sag mal, ein Standard, wo man auch Standardblätter auch nehmen kann. Richtig, genau. Ja, nicht irgendwie was Spezielles von euch oder von wem auch immer. Richtig. Ja, und die Bänder, die gibt es eben dann auch von Körnung 40 bis 220. Also da kann man auch grobe Arbeiten machen oder dann hinterher auch nochmal relativ feine Arbeiten. Ja. Und ganz wichtig beim Bandschleifer ist eben, der hat seine Laufrichtung und da soll ich immer mit der Faser arbeiten, nicht gegen die Faser, weil diese Rillen kriege ich eigentlich sehr schlecht raus, weil ich halt unheimlich viel Abtrag habe. Und das ist dann richtig gezeichnet an das Holz. Es sei denn, ich möchte irgendwo ein Muster haben oder ich habe eine Lackoberfläche, die ich abschleifen möchte und dann kann ich auch mal gegen die Faser arbeiten. Ja. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch hier oben. Wie man das richtig macht mit dem Bandschleifer. Wir wollen uns das ganz kurz mal anschauen, weil hier so viel gibt es am Bandschleifer ja gar nicht. Hier kann ich das Blatt einstellen, das heißt, dass es schön mittig läuft, mittig runterläuft. Genau. Auf der anderen Seite hier kann ich das Band lösen, einfach den Hebel nach vorne ziehen. Ich kann es ja mal machen. Ja? Jetzt Band nach vorne und jetzt könnte ich hier, es ist lose, kann ich es wechseln und dann wieder
fest und dann war es das eigentlich auch schon. Richtig. Und das Einstellen immer bei laufendem Band, also nicht vorher irgendwo doll drehen, dann kann das sein, dass es direkt abläuft, wenn ich ihn anmache. Ja. Das heißt, Band drauf, laufen lassen und dann einstellen. Genau. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Bandschleifer, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich kann es natürlich auch gerne für euch nochmal testen. Kommen wir zum nächsten Gerät. Gerne. Wir haben einen Kompressor in Akku. Das gab es also wirklich noch gar nicht. Ja? Ja. Also, so gar nicht von euch. Die müssen wir uns unbedingt mal anschauen. Erstmal hier hinten haben wir unser Akkufach. Ja? Da können wir natürlich auch einen großen 15 Ampere reintun oder auch den kleinen 2 Ampere. Ja? Richtig. Passt alles rein. Wie Michael ja vorhin gesagt hat, rückwärtskompatibel. Auch eure alten Akkus passen da rein. Gibt es eigentlich einen Mindestakku hier? Eigentlich auch nicht, ne? Auch nicht. Das ist eben unsere Elektronik, kennt die Kapazität von dem Akku und drosselt notfalls die Leistungsfähigkeit der Maschine, also auch des Kompressors, damit der Akku eben nicht kaputt gezogen wird. Ja, also Tiefenentladung kriegt oder Überhitzung. Also da sind wir schon sehr sicher, was das betrifft. Aber ich kann eben auch mit einem kleinen Gerät arbeiten, mit einem kleinen Akku. Und das ist eben auch, fast einzigartig. Ja. Und hier ist ja immer beim Akku eine Frage der Laufzeit, ja, weil der Akku ja immer nur dazu da ist, um das nachzufüllen, also um die Blase hier nachzufüllen, damit du den entsprechenden Druck hast. Apropos Druck, was ist der maximale Druck, den wir haben? Wir haben hier 8 Bar. Wir können das auch einstellen hier an der Seite. Wenn ich weniger Druck brauche, kann ich hier auf 4 stellen oder dann auf 8, je nachdem, was ich brauche. Und der permanente Druck, wenn ich arbeite, ist um die 6 Bar dann. So, dann haben wir hier auch nochmal 2 verschiedene Anzeigen. Die eine Anzeige ist eben der Druck des Kompressors an sich und hier ist die Anzeige von dem Druck, den ich rauslasse. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas machen möchte und brauche weniger Druck, dann kann ich das hier entsprechend einstellen und dann sehe ich eben auch genau, ob ich jetzt 2 Bar habe, 3 Bar oder was auch immer, was ich eben brauche für meine Anwendung. Dass ich das ausreichend habe, aber nicht überdimensioniert, da kann auch mal was kaputt gehen oder... Klar. Ja, und dementsprechend ist das wichtig, dass ich das einstellen kann. Gehört der Schlauch mit zum Lieferumfang? Nein. Okay. Den haben wir nicht, weil in der Regel haben die viele Verwender schon die Schläuche oder ihr eigenes System in der Richtung. Deswegen aktuell nur den Kompressor in der Form. Dann werden wir sehen, wie weit der Bedarf an weiteren Zusatzprodukten ist und wenn die dann auch auf den Markt bringen. Bietet ihr denn aktuell Zusätze an, also dass ihr sagt Schläuche oder ähnliches, oder sagt ihr momentan noch nicht? Im Moment noch nicht. Nein. Ja. Ich meine, macht natürlich Sinn, du hast schon recht, also auch ich hätte jetzt das ganze Zubehör schon da, bräuchte jetzt nur den entsprechenden Kompressor. Genau. Oder man braucht sich genau das, was man braucht, die Länge und so weiter. Ja. Richtig, ist ja genau mit unseren Starter-Sets von den Akkus. Die gibt es so viele verschiedene Varianten und der Verwender braucht eben der eine mehr den 8er, den 15er oder den 4er. So kann er individuell sich die Sachen zusammenstellen, wie er sie braucht und nicht so, wie wir das diktieren. Und deswegen eben aktuell erstmal die freie Wahl von den vorhandenen Sachen. Ja. Was wäre aus deiner Sicht eine klassische Anwendung für diesen Kompressor? Ja, natürlich kann ich da leichte Reinigungsarbeiten mitmachen. Du hast jetzt die Möglichkeit, da auch im Sanitärbereich so Rohre abzudrücken und ähnliche Sachen. Du kannst eventuell auch im Reifenwechsel damit arbeiten und so weiter. Ja? Und dementsprechend haben wir hier Möglichkeiten, alles was eben die maximale 8 Bar eben auch zulässt dann. Ja, wo wir aber keine dauerhafte, ewige Förderleistung brauchen. Genau. Aber zum Beispiel auch einen kleinen Nagler könnte ich damit auch betreiben. Ja, genau, ja. Oder. Ja. Gut, wir haben eben auch Nagler, die es gibt mit 9 cm Nägeln. Klar. Das ist natürlich zu groß, Ja. aber so kleine Stifte oder sowas, das ist natürlich ideales Gerät dafür. Vor allem ist es auch relativ leicht. Das wiegt 9,5 Kilo ohne Akku und Schlauch. Und das Schöne im Vergleich zu anderen Herstellern ist eben auch, der Akku ist hier geschützt, da steht nichts außen über. Ich kann den kompakt transportieren, also ist eigentlich wieder hier auch geschützt, wie wir das eben jetzt auch bei den Bohrhämmern oder ähnlichen Geräten haben, Diamantbohrmaschine, wo der Akku komplett geschützt ist, da eben auch nichts passieren kann. Ja. Es gibt diese ganz kleinen Mini-Kompressoren, die ja eine relativ geringe Förderleistung haben. Das wäre der nächste Schritt, wenn es mal etwas mehr sein soll ja eigentlich und man wirklich was machen möchte. Zum Beispiel einen Reifenwechsel kannst du mit wirklich, oder beziehungsweise einen Reifen mal aufblasen wieder. Genau. Gerade Fahrrad, Auto würde auch funktionieren, das wäre gar kein Problem. Und vor allem, es geht schnell im Verhältnis zu diesen ganz kleinen Geräten. Ja? Genau. Und für alles, was mehr ist, nimmst du halt einen großen stationären Kompressor, sodass du aber mobil unterwegs bist, finde ich eine richtig geniale Sache. Ja, genau. Ja, ich hatte letztens hier von dem Eventmanager hier gehabt, der hat gesagt, da kann ich auch meine Luftballons mit aufpusten. Ja, klar. So Sachen. Und das ist eben das Schöne, dass ich auch den Druck runternehmen kann, dass der direkt nicht platzt. Ja? Das sind eben so Sachen, die auch interessant sind. Ne? Also schreibt mal in die Kommentare, was würdest du mit dem Kompressor machen? Nochmal ganz wichtig für euch, wann kommen die Geräte denn eigentlich? Denn diejenigen, die sagen, ich brauche unbedingt einen Bandschleifer, gehen sofort ins Netz und wollen den kaufen. Nee.
Der ist jetzt noch nicht verfügbar. Übrigens, wenn ihr die Geräte haben wollt, ehrlicher Preisvergleich wie immer und so weiter, findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kennt ihr ja. Der hier kommt im Herbst, wahrscheinlich so etwa. Ja, das kann sich immer bis nach vorne, hinten verschieben. Der hier ist aber sofort verfügbar. Also wenn ihr sagt, kleiner Kompressor ist euer Ding, dann könnt ihr ihn sofort kaufen. Und bei dem hier müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ich danke dir, Micha, und würde sagen, für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.